zu Lucky Recipes. Heute zeigen wir euch, wie ihr ohne zu kneten und ohne auszurollen richtig leckere Pfannenbrote machen könnt. Ruby und ich essen unheimlich gerne Rotis, aber den Teig kneten und dann ausrollen, dann hinterher die Arbeitsfläche wischen, das ist für uns beide dann doch zu viel Aufwand und dann essen wir doch meistens Reis. Deswegen ist das wirklich ein tolles Rezept, weil da müsst ihr nur den Teig anrühren und könnt in der Pfanne die Rotis ausbacken. Außerdem sind die Brote super wandelbar, deshalb zeigen wir euch das Grundrezept, unsere Lieblingsfüllungen und eine Chapati-Variante. Bleibt also dran! Ihr braucht nur wenige Zutaten und das Rezept ist einfach zu merken. Für die erste Variante rühre ich einen Teig aus Weizenmehl Typ 405 an. Hier ist das Verhältnis 2 Teile Mehl und 3 Teile Wasser. Gebt das Wasser nach und nach dazu, bis ihr einen schönen dünnflüssigen Teig erhaltet. Mit etwas Ghee und Joghurt bleiben die Brote länger weich. Und diese Menge Teig reicht für 2 große Brote. Ihr denkt jetzt vielleicht, das ist doch einfach nur Pfannkuchenteig. Ja, aber der Trick ist, wie wir mit der Hitze umgehen. Ihr müsst nämlich zum richtigen Zeitpunkt die Temperatur hochdrehen, damit dieser Roti-Effekt entsteht. Und am besten zeige ich euch das mit unserem Thermometer. Das braucht ihr nicht unbedingt, aber so kann ich euch das besser erklären. Und dann zeige ich euch das mal. Oh, ich brauche natürlich noch das hier. Wir zeigen euch erstmal, was nicht passieren sollte. Die Pfanne darf nämlich nicht zu heiß sein. Hier war die Pfanne auf Stufe 7 von 9 aufgeheizt und die Pfanne schon 180 Grad heiß. Dann entstehen im Teig nämlich solche Poren und die wollen wir nicht haben, weil das Brot sich dann nicht mehr aufblähen kann. Außerdem stockt der Teig zu schnell. Daher erhitzt eure Pfanne am besten in einer Crepepfanne auf mittlerer Stufe und verteilt den Teig mit einer kreisenden Bewegung gleichmäßig. So bekommt ihr schöne kreisrunde Brote, ganz ohne Rollen. Jetzt lasst ihr den Teig erstmal bei mittlerer Hitze stocken und langsam durchbacken. Das dauert pro Seite ca. 3,5 Minuten. Unser Teig hat ja viel mehr Wasser als klassischer Roti-Teig und dieses Wasser lassen wir langsam verdampfen. Bei dieser Variante gebe ich gerne noch Ghee oder Öl drüber, ähnlich wie beim Paratha-Brot und drehe die Hitze höher, zwischen 6 und 7 von 9 Stufen, sobald der Fladen unten gebräunt ist. Seht ihr, jetzt geht unser Fladen auf und ich verteile mit Hilfe des Pfannenwenders die Luft gleichmäßig mit sanftem Druck. Dieser Effekt funktioniert bei uns am besten zwischen 180 bis 230 Grad. Ist die Pfanne wiederum zu heiß, bräunen die Fladen zu schnell, gehen nicht hoch und bleiben innen roh. Nehmt euch für diesen Schritt etwa 2 Minuten und wendet das Brot, damit sich die Luft gut verteilen kann und es schön durchbackt. Ihr werdet mit einem aromatischen Duft belohnt. Bevor ihr den nächsten Fladen backt, ist es ganz wichtig, die Pfanne mit einem Tuch abzuwischen, um Ölreste zu entfernen. Achtung, sie ist natürlich sehr heiß. Jetzt gebe ich etwas Wasser in die Pfanne, damit sie unter 170 Grad runterkühlt, denn wie vorhin erwähnt, ist die Pfanne zu heiß, entstehen Poren und der Teig lässt sich nicht mehr so gut verteilen. Das Brot ist sehr schön geschmeidig geworden und durch das Aufblähen haben sich 2 Lagen gebildet. Das ist super, wenn ihr damit zum Beispiel Gemüse oder Fleischcurrys esst. Das war jetzt das Grundrezept, einfach mit Weizenmehl Type 405. Ihr könnt aber auch mit anderen Mehlsorten experimentieren oder, was wir auch gerne machen, einfach ein paar Gewürze reinmachen. Ich mache jetzt mal Schwarzkümmel rein, schmeckt auch sehr gut. In den übrig gebliebenen Teig gebe ich Schwarzkümmel und fein gehackten Knoblauch dazu, das ergibt einen ganz tollen Geschmack. Noch ein Grund, wieso die Pfanne am Anfang nicht zu heiß sein sollte: Ihr könnt die runde Form mit einem Löffel einfach nachbessern. Der Vorteil bei dieser Methode ist ja, dass wir nicht kneten und nicht ausrollen müssen, aber ihr müsst bedenken, dass jedes Brot in der Pfanne länger braucht als ein klassisches Roti, weil dieser Teig hat ja mehr Wasser und das braucht dann einfach länger, bis es verdampft. Jedes Brot braucht etwa 8 bis 10 Minuten, wesentlich länger als ein normales Roti, aber wie gesagt, macht die Fladen einfach etwas größer, dann ist diese Variante perfekt für Singles oder 2 Personen.
Und hier mache ich nochmal eine Variante mit klein geschnittenen Zwiebeln und Kräutern. Wichtig ist nur, dass alles sehr fein geschnitten ist. Ihr könnt natürlich auch mit anderen Füllungen experimentieren, sobald das Grundrezept gut bei euch klappt. Jetzt zeige ich euch die Variante mit Atta-Mehl, indischem Vollkornweizenmehl. Damit werden die klassischen Chapati-Rotis gemacht. Diese Mehlsorte braucht mehr Wasser, daher 1 Teil Mehl und 2 Teile Wasser. Alternativ könnt ihr auch Mehl Type 1050 nehmen, da braucht ihr aber etwas weniger Wasser als bei Atta. Macht es dann einfach nach Gefühl und schaut, dass die Teigkonsistenz etwa so ausschaut. Das Grundprinzip ist auch hier wieder das gleiche. Wir backen den Teig erstmal auf mittlerer Temperatur durch, bevor wir die Hitze aufdrehen. Dabei rotiere ich das Brot mit leichtem Druck, bis es sich aufbläht. Bei dieser Variante lasse ich das Ghee weg und gebe es erst zum Schluss drüber. Das kommt dem Geschmack von Chapati-Rotis tatsächlich sehr nah. Achtet mal drauf, manchmal entstehen kleine Löcher, die haltet ihr mit dem Pfannenwender einfach zu, damit die Luft nicht entweichen kann. Seht ihr, so kann man sich schnell mal leckere Pfannenbrote machen, selbst wenn man noch ein Anfänger ist. Wir hoffen, das Rezept gefällt euch und es landen jetzt öfter mal leckere Brote auf eurem Tisch. Viel Spaß und bis zum nächsten Video.